thematisch geht es jetzt darum, die Bodeneigenschaften zu kartieren und zu bestimmen. Dafür ist es wichtig, sich zunächst die geologische Entstehung der Fläche anzuschauen. Dafür gibt es Kartenmaterial, Geoportale etc. Die Haselbergfläche liegt auf der sogenannten Barnimer Hochfläche. Das ist eine Grundmoränenfläche, also geprägt durch Material, was in der Grundmoräne abgelagert wird. Insgesamt ist die Fläche geprägt durch das Weichselglazial, also die letzte Eiszeit, die über Nordostdeutschland hinweggezogen ist. Vorbei war diese Eiszeit etwa vor 15.000 Jahren. Grundmoränen bilden sich durch den Einfluss von Gletschern, also Material, was der Gletscher mit sich führt, wird während Schmelzphasen abgelagert und das in unsortierter Form. Das Material kann grobkörnig sein, dann finden wir Kiese. Es kann feinkörnig sein, dann finden wir unsere Bodenarten, also Sande, Schluffe und Tone. Das Relief der Fläche, das sieht man hier sehr schön, ist wellig bis leicht hügelig. Dieses Relief entsteht in den sogenannten Stauchungsgebieten von Moränen. Das heißt, hier gab es immer wieder Gletschervorstöße und einen Gletscherrückzug, ja, sodass das Material praktisch abgelagert wurde während leichter Schmelzphasen und des Gletscherrückzugs und dann wieder vorgeschoben wurde, wenn der Gletscher wieder gewachsen ist und sich fortbewegt hat. Das ist also der Grund, warum wir hier dieses wellige, hügelige Relief haben. Das Resultat dieser geologischen Prozesse finden wir dann auch im Bodenprofil. Also wir haben hier ein Bodenprofil ausgegraben. In der Regel sprechen wir von Boden, wenn wir die oberen 3 Meter der Erdkruste ansprechen. Alles, was darunter kartiert oder erfasst wird, fällt in den Bereich der Geologie. Wir sind in einem Wald und hier ist es wichtig, dass wir uns zunächst die Humusauflage anschauen. Die Humusauflage bildet sich in Wäldern oder auch im Grünland und liegt sozusagen der Geländeoberfläche auf. Die Humusauflage ist unterschiedlich ausgeprägt. Wir sprechen von den Auflagen Mull, Moder und Rohhumus. Die bilden sich auf bestimmten Standorten aus. In Laubwäldern finden wir häufig den Mull, in Nadelwäldern finden wir in der Regel den Rohhumus. Auflagehorizonte oder Horizonte der Humusauflage sind einmal der Litter. Litter finden wir hier als unzersetztes Material, was sozusagen aufliegt. Im Laubwald sind es die Laubblätter, im Nadelwald die Nadeln. Darunter finden wir einen Horizont, wo das Ganze schon mal ein bisschen zersetzt wird. Ja, also leicht zersetztes, angefressenes Material und dieses Material wird in einem weiteren Prozess sozusagen humifiziert. Dafür ist die Bodenfauna und Bodenflora zuständig. Am Ende haben wir dann den sogenannten Humus und auch dieser wird in den obersten Horizont des Bodens eingearbeitet mit Hilfe von Bodentieren wie zum Beispiel Regenwürmern. Und der Humus ist auch der organische Teil des Bodens, der dem oberen Horizont seine Farbe verleiht. Wie gehen wir in der Bodenkunde vor, um den sogenannten Bodentyp zu bestimmen? Schauen wir uns das Profil an. Also hier ist unsere Profilwand und wir schauen zunächst nach Unterschieden in der Färbung und nach weiteren Unterschieden.
Hier ist ganz klar der Oberbodenhorizont, das ist der A-Horizont. Darunter kartieren wir den B-Horizont, das ist der Horizont, wo bestimmte bodenbildende Prozesse stattfinden, die wir in einer, anhand verschiedener Merkmale wahrnehmen können. Ganz unten befindet sich der sogenannte C-Horizont. Als C-Horizont wird die Schicht bezeichnet, in der noch keine Bodenentwicklung stattgefunden hat. Also im C-Horizont finden wir in der Regel das Ausgangsmaterial, das geogene Ausgangsmaterial, was hier abgelagert wurde. Ja, schauen wir uns die Horizonte hier mal an. Wir sehen der AH-Horizont mit seiner dunklen Färbung, hervorgerufen durch den Humus, geht etwa bis 12 cm. Und darunter haben wir einen Horizont, der etwas dunkler gefärbt ist. Er ist braun und diese Farbe deutet somit schon auf den Prozess hin, der hier stattgefunden hat, nämlich die sogenannte Verbraunung oder eben Verwitterung. Das heißt, das Material, was hier abgelagert wurde, hat sich im Laufe der Zeit verändert. Aus Silikaten sind mit der Zeit Minerale entstanden, Tonminerale zum Beispiel. Und dieser Prozess ruft dann eben diese Bräunung hervor, maßgeblich hier durch Eisenoxide hervorgerufen. Der C-Horizont beginnt in diesem Profil bei etwa 70, 75 cm, hat wieder eine andere Farbe. Und hier finden wir das unveränderte Material. Also die Horizontabfolge ist hier AH. Das H steht für Humus. Darunter haben wir den sogenannten BV. V steht für verwittert, verbraunt. Und dann haben wir den C-Horizont. Das heißt, als Bodentyp könnten wir hier die Braunerde bestimmen. Wenn wir sozusagen den Bodentyp haben, ist das noch lange nicht alles. Von besonderer Bedeutung ist natürlich, dass wir uns das Material genauer anschauen. Was ist die Bodenart? Denn Bodentyp und Bodenart machen am Ende die Bodenform aus und geben Hinweise auf bestimmte Eigenschaften im Boden, nämlich Wasserrückhalt, Wasserhaltekapazität, Nährstoffgehalte, also am Ende die Wachstumsbedingungen für die Bäume, die hier wachsen, beziehungsweise für alle anderen Pflanzen. Welche Bodenarten gibt es? Wir sprechen vom Sand, wenn wir die einzelnen Körner mit unseren Augen unterscheiden können und wahrnehmen können. Wir sprechen vom Schluff, wenn wir ein bisschen so ein mehliges Material finden. Schluffe werden häufig äolisch, also mit der Luft transportiert und abgelagert. Und wir sprechen vom Ton als bindiges Material, als bindige Bodenart. Im Ton können wir die einzelnen Körner nicht mehr erkennen. Der Ton ist bindig, das wissen wir alle, wenn wir schon mal mit Ton gearbeitet haben. Schauen wir uns die Bodenarten hier mal an. Man kann die im Gelände bestimmen mit der sogenannten Fingerprobe. Heute ist es etwas erschwert, weil der Boden sehr gut durchfeuchtet ist. Normalerweise hat man eine trockene Probe und eine angefeuchtete Probe, denn in beiden Zuständen kann man wichtige Informationen ablesen. So, hier haben wir ein Stück aus dem AH-Horizont. Ja, die dunkle Färbung, hervorgerufen durch den Humus.
Der Boden ist bindig, aber das kann auch durch den Humus hervorgerufen sein. Das heißt, die Bodenart im humosen Oberboden zu bestimmen, ist nicht so einfach, weil man muss zuerst mal schauen, dass man die mineralischen Bestandteile von den organischen Bestandteilen auseinanderhält. Das heißt, üblicherweise geht man erstmal in die nicht humosen Horizonte, also in den B-Horizont. Da haben wir hier ein Stück aus dem B-Horizont, also der Horizont, wo die Bodenbildungsprozesse stattgefunden haben. Wir sehen, dass er erstmal anders gefärbt ist als der A-Horizont. Ja, er ist nicht mehr so dunkel. Das liegt daran, dass wir hier weniger Humus haben. Wir finden ab und zu ein paar dunkle Flecken an ehemaligen Wurzelbahnen, wo dann eben auch während der Zersetzungsprozesse Humus bildet. Aber die Grundfarbe ist braun und das spricht auch im Prinzip schon den Prozess an, der in diesem Horizont stattgefunden hat, nämlich die sogenannte Verbraunung. Von Verbraunung spricht man, wenn das Ausgangsmaterial, was hier abgelagert wurde, geogen, verwittert. Ja, also die Silikate oder Substrate des B-Horizonts werden umgeformt, ja, durch einen ständigen Wechsel von Temperatur, Feuchte und so weiter. Es entstehen also neue Minerale sozusagen. Ja, und während dieses Prozesses verbraunt das Substrat, weil eben auch sich Eisen anreichert während dieser Transformationsprozesse. Also zum Beispiel verwittern Schluffsilikate dann langsam zu Tonmineralen. Das sind so die klassischen Prozesse, die hier stattfinden. Und im Zuge dessen erhält der Boden eine andere Färbung. Also schauen wir uns die Bodenart im B-Horizont an. Ja, wir haben hier jetzt ein Aggregat aus dem B-Horizont. Das kann man so auseinanderbrechen. Und dann schaut man im feuchten Zustand, wie bindig das Material ist. Ja, also lässt es sich formen, wie weit lässt es sich formen. Und wir sehen hier schon eine relativ deutliche Bindigkeit. Wir fühlen aber auch mit den Händen, dass wir hier einzelne Körner haben. Also wir haben definitiv sandige Bestandteile. Möglicherweise handelt es sich hier um einen schwach bis mittellehmigen Sand. Das wäre dann sozusagen Geschiebelehm oder auch Geschiebemergel. Das ist das Substrat der Grundmoränen. Wenn wir in den C-Horizont gehen, wird deutlich, dass dieses Material weniger stark bindet. Aber dafür lässt es sich in der Hand sehr gut verstreichen. Das deutet auf einen Schluffgehalt hin. Im trockenen Zustand könnten wir den Schluffanteil besser bestimmen, denn der Schluff bleibt in den Handrillen hängen und bildet so einen mehligen Film auf der Hand. Also wie Mehl fühlt sich der Schluff mitunter an. Ja, das heißt, wir haben im C-Horizont einen schluffigen Sand, im B-Horizont einen leicht lehmigen Sand. Diese Lehmigkeit im B-Horizont ist ein Resultat der Verwitterungsprozesse. Das heißt, wir haben hier eine Braunerde aus lehmigen Sanden unterlagert mit schluffigen Sanden. Diese schluffigen Sande im C-Horizont habe ich persönlich hier nicht erwartet, weil normalerweise das Material der Grundmoränen unsortierter ist. Es ist aber möglich, dass im Laufe der Eiszeit und der Vor- und Rückstöße
des Gletschers bzw. des Schmelzens oder Abtauen des Gletschers feines Material mit dem Schmelzwasser hierher transportiert wurde und sich hier abgelagert hat. Damit haben wir sozusagen unsere Bodenform bestimmt und können im Prinzip aus der Bodenart oder der Abfolge der Bodenarten Rückschlüsse auf die Wasserversorgung und auch auf die Nährstoffversorgung ziehen. Ja, das ist hier schon ein relativ guter Standort für Brandenburger Verhältnisse, ja, mit relativ guten Wachstumsbedingungen, durchaus geeignet für die Rotbuche.